groß ist der Hund mittlerweile? Zu groß. Ich wollte einmal ein Video zum Thema Reisen mit dem Hund machen. Und zwar sind wir schon eine ganze Weile mit Luke unterwegs. Ja, seit 1,5 Jahren. Also wir sind zusammen viel durch Europa gefahren und sind jetzt aber auch in Nepal gelandet. Also, und das alles über die Landesgrenzen. Was wir immer wieder an der Grenze vorzeigen müssen, ist Lukes Reisepass. Da werden alle Impfungen und so weiter eingetragen und da ist auch sein Mikrochip eingetragen. Den hat er mit 2,5 Monaten bekommen. Das ist wurde einfach mit einer großen Spritze eingesetzt und der ist jetzt am linken Nacken und den kann man dann mit einem Gerät scannen und dann hat man die Nummer von dem Mikrochip und genau, und die ist dann halt auch hier in dem Pass eingetragen und dann kann man so den Hund zuweisen. Das Foto ist nur optional, wir fanden es einfach niedlich. Und was dann super wichtig ist, dass man die Tollwutimpfungen immer up-to-date hat, also dass man ihn immer einmal im Jahr impft, auch wenn man einen Impfstoff hat, der eigentlich 3 Jahre gültig ist. Wenn man wieder in die EU rein möchte mit einem Hund, dann muss der Hund jedes Jahr geimpft werden. Also genau, da geht dieser 3-Jahres-Impfstoff irgendwie nicht. Genau, weil das Problem ist, nicht wirklich aus der EU rauszufahren. Viel schwieriger ist es, wieder in die EU reinzukommen. Was man auf jeden Fall braucht, um mit seinem Hund wieder in die EU einzureisen, ist der Tollwut-Antititer-Test. Man braucht eigentlich für fast alle Länder diesen Tollwut-Antititer-Test. Den kriegt man aber auch super einfach zum Tierarzt gehen. Die wissen auch hoffentlich meistens Bescheid, nicht alle, aber ein paar wissen wenigstens noch irgendwie, worum es geht und wie das gemacht wird. Und zwar ist es dann einfach so, dass Blut abgenommen wird. Das wird dann an das zuständige Labor geschickt. Und dann bekommt man, ich glaube, irgendwie 1 Woche oder 2 Wochen später oder so, bekommt man dann halt das Ergebnis. Und wenn der Test positiv ausgefallen ist, also das heißt, wenn der Hund genug Antikörper gebildet hat und sich somit nicht mit Tollwut infizieren kann, dann wird das in den Reisepass eingetragen, das Testergebnis. Das haben wir hier auch irgendwo. Der ist immerhin so lange gültig, wie man die Impfkette nicht unterbricht. Also wenn wir Luke jetzt jedes Jahr impfen, dann ist der Test so lange gültig und wenn wir es dann irgendwann mal vergessen oder irgendwas ist, dann müssen wir den Test erneuern und das kann dann könnte dann halt ein bisschen anstrengend sein, gerade wenn man im Ausland ist, weil man erst also das Blut wird abgenommen von Hund und wird dann meistens sogar nach Europa oder nach Deutschland geschickt und dann da getestet, weil das ja alles anerkannt sein muss. Und man muss dann man darf halt nicht vor 3 Monaten ab der Abnahme des Blutes einreisen. Macht das irgendwie Sinn? Also das Blut wird abgenommen, da muss man 3 Monate warten und dann darf man erst wieder in die EU einreisen. Und um das zu vermeiden, haben wir halt einfach alles in Deutschland oder in der EU gemacht, weil wir ja Luke auch in der EU gefunden haben. Von daher war das halt ziemlich einfach, war nicht so schwierig. Ja, genau, er hat jetzt einen griechischen Pass. Genau, und damit kommen wir auch über alle Grenzen und so. Das Gute ist, wenn man über Land reist, also wenn man jetzt mit dem Auto in die Türkei fährt oder so, ist es eigentlich immer ziemlich entspannt. Also es kommt natürlich auch immer darauf an, wer da sitzt und wer kontrolliert, aber in der Regel interessieren sie sich eigentlich gar nicht so wirklich für einen Hund. Die sehen dann irgendwie den Pass und dass man da irgendwas eingetragen hat und irgendwelche Stempel drin hat und dann sind sie schon zufrieden. Das erste Mal, wo wir jetzt ein bisschen mehr machen müssen, ist, wir fliegen in 2 Wochen nach Sri Lanka mit Luke und da muss man halt ein paar Bluttests haben. Es muss ja halt entwurmt sein und alles und es muss auch alles vom Tierarzt immer eingetragen werden. Und das ist halt das erste Mal, dass wir wirklich ziemlich viel Papierkram erledigen müssen und auch viele Tests und so weiter machen müssen, um Luke in ein Land zu kriegen. Aber es ist auch das erste Mal, dass wir fliegen und Fliegen ist wohl auch generell immer ein bisschen strenger. Genau, aber ich schalte jetzt einfach einmal kurz in die Zukunft und dann kann uns Janine da einmal kurz erzählen, wie das denn jetzt war mit dem Fliegen und was es für Probleme gab. Fliegen mit dem Hund. Oh mein Gott. Das war so fürchterlich. Das war so anstrengend. Also wirklich ohne Spaß. Als ich das Video aufgenommen habe, war ich ja noch in Nepal und ich hatte keine Ahnung, wie anstrengend das Ganze wird. Naja, also dass das Ganze jetzt so schlimm war, ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Wir mussten halt ziemlich viele Bluttests machen lassen und die durften alle immer nur in einem bestimmten Zeitfenster sein, also nicht zu alt, nicht zu jung. Dann mussten die alle governmental approved sein und es war auch nicht ganz so einfach, das zu kriegen. Und dann brauchten wir am Ende auch noch von dem indischen Quarantäne-Officer die Erlaubnis,
Erlaubnis, unseren Hund aus dem Land ausführen zu dürfen, also eine Exportbestätigung und nur solche Sachen. Und dann sind wir zum Schalter gegangen, mussten wir dann alles vorzeigen, es wurde auch alles kontrolliert. Dann haben wir Luke abgegeben, er wurde in den Cargo-Bereich gebracht und dann haben wir ihn nicht wieder gesehen. Und dann ist das halt so ein bisschen so, dass man halt nicht weiß, was sie mit dem Hund machen und wie sie mit ihm umgehen, ob er überhaupt eingeladen wird. Und da macht man sich dann natürlich einfach ein bisschen Gedanken. Dann sind wir in Colombo angekommen, da war der Hund zum Glück da und alles war gut. Es hat viel zu viele Sorgen gemacht für nichts. Ja, okay, alles klar, das ist doch gut zu wissen. Das ist so viel zum Reisen mit dem Hund. Also ihr merkt wahrscheinlich schon, dass es eigentlich nicht so viel ist, außer der Titer-Test und die Impfungen, die halt immer da sein müssen. Und wenn man dann dieses Teil nicht verliert und sich der Mikrochip auch irgendwie nicht bewegt oder so im Hund, dann ist alles gut. Und dann wollte ich jetzt noch einmal erzählen, was wir denn alles so für Luke dabei haben. Ist ja vielleicht auch gar nicht so uninteressant, ist auch ganz schön viel eigentlich. Genau, hier sind ganz viele Medikamente drin. Wir haben hier zum Beispiel so ein paar Spritzen drin, weil wir es einmal hatten, dass Luke gebissen wurde und dann mussten wir die Wunden halt auch richtig ausspülen und so weiter und das geht nur mit einer Spritze. Octinisept drin, das ist halt Lukes Octinisept, ist auch schon ganz schön leer. Und dann haben wir noch Spot-On, Anti-Wurm-Tabletten, was gegen Durchfall, einfach so eine kleine Reiseapotheke für den Hund hier drin. Dann haben wir eine ganz normale Leine für ihn, das ist hier einfach so eine Schleppleine. Und dann haben wir nochmal eine lange Leine, mit der üben wir dann auch immer mal kommen und solche Sachen, dass wir ihn dann zurückziehen können, wenn er mal nicht hört. Und damit gehen wir dann halt auch öfters mal spazieren, also die kann auch immer gerne dreckig werden und so. Dann haben wir, als wir jetzt mit ihm wandern waren, haben wir ihm so einen aufklappbaren Trinkdings da mitgenommen. Die fanden wir halt ganz praktisch. Und genauso hat er halt einfach so einen Becher dabei und da haben wir ihm dann halt daraus immer Wasser gegeben. Was wir auch für Trinken noch dabei haben, aber was wir eigentlich jetzt nicht mehr so, oder was wir eigentlich nicht so wirklich viel brauchen und was vielleicht auch ein bisschen überflüssig ist, ist dieses Teil hier. Also eigentlich ist es ganz cool, weil man das halt einfach so aufklappen kann und dann drückt man hier hinten rauf und dann fließt das Wasser so runter und Luke mag sowieso voll gerne aus fließendem Wasser trinken. Ich glaube, das mag jeder Hund und dann trinkt er vielleicht auch ein bisschen mehr. Also deswegen ist es vielleicht ganz, ganz cool, gerade wenn man in heißen Regionen ist. Aber wo wir jetzt in Nepal wandern waren, hatten wir nur das Ding dabei und das hat halt auch gereicht. Als wir wandern waren, haben wir ja ziemlich viel von Lukes Zeug getragen und dann haben wir uns gedacht, dann kann er ja vielleicht auch mal ein bisschen was tragen. Und wir haben halt einfach so einen Überzieher, wo man dann an den Seiten auch noch so ein paar Taschen und so ranmachen kann. Und da hat er dann jetzt auch seine Schüchchen drauf. Und hat dann halt von uns ein paar Sachen getragen. Wir hatten eigentlich die Idee, dass er sein Futter und sein Trinken und alles trägt. Aber wir haben von Freunden gehört, die das gemacht haben. Und dann wurde der Hund immer von Straßenhunden angegriffen. Und dann haben wir uns halt auch gedacht, ja okay, das macht irgendwie Sinn. Wahrscheinlich ist es nicht so eine gute Idee, wenn man Futter auf den Hund schneidet. Also haben wir das dann selbst getragen und dafür hat er dann in dieser Tasche Handschuhe und so für uns getragen. Und fand auch, glaube ich, ganz okay. Zu den Schuhen nochmal, also er mag die auch nicht besonders, aber er hat sie auch insgesamt jetzt 2 Minuten oder 5 Minuten oder so angehabt, also überhaupt nicht lang. Wir haben die halt eher so ein bisschen als Backup geholt. Wir haben halt von Freunden gehört, die auch in Nepal wandern waren mit dem Hund. Und bei denen hat sich der Hund immer blutige Pfoten gelaufen, weil die auch über Eis und Schnee und so gelaufen sind. Und wir wollten ja auch auf 5000 Meter hoch. Und wir wussten nicht genau, ob da oben jetzt Eis und Schnee und alles liegt oder ob er sich vielleicht doch mal eine Blase läuft oder irgendwas. Wir waren ja noch nie so viel mit ihm wandern. Und deswegen haben wir gedacht, bevor wir dann irgendwie mal 20 Kilo Hund durch die Gegend tragen müssen, oder ich glaube, der wiegt sogar 26 oder so, kriegt er einfach Schuhe, dann können wir immer gucken, ob der irgendwas hat an seinen Pfoten und so weiter oder ob er irgendwie rumpelt oder irgendwas. Und dann kann er halt zur Not noch einen Schuh anziehen oder alle Schuhe oder so. Aber wir hatten dann gar kein Eis und Schnee, also es war alles aufgetaut und alles gut. Und was wir halt auch total cool finden, ist dieses Teil hier. Das kann man einfach aufpumpen und dann ist es halt wie eine Wasserpistole, dann kann man damit überall hinschießen mit Wasser. Und es ist super praktisch, wenn man irgendwo ist, wo halt viele Straßenhunde sind, weil man die Hunde einfach direkt ansprühen kann und das mit Wasser kennen sie irgendwie überhaupt nicht. Und dann sind die immer total verwirrt
und hören auch sofort auf zu knurren und alles. Und so konnten wir Luke halt schon ein bisschen beschützen. Die bellenden Hunde sind ja immer nicht so schlimm. Es sind halt immer eher die schlimm, die leise sind und knurren. Also das Teil hier finden wir halt ziemlich praktisch. Wenn man das halt irgendwo hinpackt, dann bleibt es auch eigentlich immer da und das Wasser schwappt nicht raus. Und Luke kommt trotzdem immer an Wasser und diese Schüssel gibt es auch in verschiedenen Größen. Und ja, also wir haben das Teil jetzt seit 1,5 Jahren oder so und ja, es funktioniert immer noch krass. Also es funktioniert immer noch und wir haben damit jetzt noch keinen Ärger gehabt und so. Also das können wir nur empfehlen, weil es ist halt sonst super nervig, wenn halt immer das ganze Auto nass ist. Und zum Spielen haben wir dann noch 2 Bälle für ihn. Das ist einmal einfach so ein Bounce-Ball. Und dann hat er einmal nochmal so einen Ball, da kann man wohl in die Mitte irgendwie ein Leckerli reintun und dann sollen die darauf lang rumkauen und dann soll das so ein bisschen wie so ein Zahnbürsteneffekt sein. Ja, mag er ab und zu ganz gerne. Und ja, und Fressnapf haben wir einfach so eine also es ist einfach so eine Plastikdings, da haben wir jetzt nichts Besonderes. Ne? Was wir auch noch dabei haben, ist ein Leuchtehalsband, weil man Luke im Dunkeln einfach mal überhaupt nicht mehr erkennen kann. Also das Halsband ist eigentlich ganz gut, aber vielleicht bräuchten wir noch mal ein paar mehr davon, weil er schiebt sich immer unter sein Nackenfell und dann sieht man das Leuchten auch nicht mehr. Also müssen wir uns noch mal ein bisschen was überlegen. Und was wir für Luke auch noch dabei haben, ist ein Aluminium-Tag, den er immer trägt, wo einfach unsere E-Mail-Adresse und alles eingestanzt ist. Ja, und wir wollen uns jetzt aber auch noch einen GPS-Tracker holen. Das ergänzt sich dann nochmal in Sri Lanka. Und zwar hatten wir jetzt einen, und zwar von Petpointer. Und der hat auch super funktioniert. Man hatte dann eine App und dann konnten wir immer sehen, wo Luke gerade war. Dem war nur, der sollte eigentlich wasserdicht sein. Aber Luke ist damit dann 2-mal ins Wasser gegangen und nach dem 2. Mal hat er leider nicht mehr funktioniert. Es ist halt natürlich auch Salzwasser und eigentlich haben wir den GPS-Tracker auch immer rausgenommen, bevor er ins Wasser gegangen ist. Aber hier ist halt überall Wasser und manchmal vergisst man das oder kriegt das so schnell gar nicht mit. Ja, das war halt ein bisschen schade. Es wäre halt cool, wenn es irgendeinen GPS-Tracker geben würde, der mit Induktion geladen, weil der vom Petpointer halt mit Micro-USB geladen wird. Und dadurch ist dann natürlich auch immer eine Öffnung, wo Wasser eindringen kann. Also vielleicht, falls ihr irgendwas kennt, was wirklich komplett geschlossen ist und super wasserdicht, würden wir uns freuen, weil wir hätten gerne einen neuen GPS-Tracker, haben aber online einfach noch nicht das Richtige gefunden. Guckst du dir gerade deine ganzen Sachen an? Unser Tierarzt hat uns damals auch gesagt, dass wir besonders viel Wert auf Mücken- und Zeckenschutz legen sollen. Er hat das so begründet, dass man den Hund in neue Orte und eventuell auch neue Länder bringt und ihn damit aber natürlich auch mit neuen Krankheiten konfrontiert und der Hund dagegen eventuell auch gar keine Grundimmunität hat. Das kann dazu führen, dass sich der Hund schneller mit den Krankheiten ansteckt, die Krankheit schneller ausbricht und der Krankheitsverlauf kann beim Ausbruch noch mal schlimmer sein, als es vielleicht sonst schon wäre. Deswegen versuchen wir, Luke vor Zecken und Mücken zu schützen. Mücken ist relativ einfach. Er kommt einfach ins Zimmer, sobald die Mücken rauskommen. Zeckenschutz war ein bisschen schwieriger. Wir hatten eine Zeit lang Spot-on benutzt. Das hat bei uns aber leider nicht 100%ig funktioniert. Und deswegen benutzen wir jetzt eine Anti-Zecken-Tablette. Und mit den Tabletten ist es so, dass die 3 Monate halten und die Zecken sofort absterben und dadurch das Risiko einer Krankheitsübertragung viel kleiner wird. Und wir machen das jetzt immer so, dass wir Luke eine Tablette geben und nach 3 Monaten schauen wir uns ihn dann immer genauer an. Und sobald der Zeitpunkt kommt, dass er eine Zecke hat und die auch noch lebt, geben wir ihm wieder eine neue Tablette. Das kann dann manchmal 4 oder sogar 5 Monate dauern, damit wir Luke nicht unnötig Medizin geben, wenn er eigentlich noch genug von dem Wirkstoff im Blut hat. Die Antizeckentablette ist teilweise sehr umstritten, aber Luke verträgt sie super und wir hatten bisher noch keine Probleme damit. Und laut. Viel zu viele Sorgen gemacht für nichts. Ja, und dann mussten wir noch Zoll zahlen für den Hund. Oh Gott.
Wir haben dann auch gefragt, warum wir dann Zoll zahlen müssen, weil, also erstmal ist das ja ein Straßenhund und zweitens wollen wir den ja auch wieder mitnehmen. Also wir können ja gerne einen Wisch unterschreiben, dass wir, wenn wir den Hund nicht wieder mitnehmen bei der Ausreise, dann zahlen wir Zoll. Nee, wir müssen Zoll zahlen, ihr habt ja auch fürs Ticket bezahlt für den Hund, müsst ihr jetzt auch bezahlen. Ja, es war uns dann aber auch ein bisschen egal, weil wir einfach nur froh waren, dass Luke sicher angekommen ist und dann haben wir halt den Zoll bezahlt. Und so hat es dann am Ende alles geklappt. Aber es war wirklich anstrengend. Also, die Landesgrenzen sind so viel entspannter. Wir hatten das eine Mal einen Grenzbeamten, der hat durch Lukes Reisepass geblättert und hatte schon so den Entry-Stempel hier so in der Hand, weil er dann einen Entry-Stempel in den Hundepass geben wollte. Und wir so, nein, da darf kein Stempel rein, da ist nur für Impfungen in der Pass. Oder wir hatten dann auch mal einen anderen, der hat dann immer das Bild von Luke mit Luke verglichen und so, anstatt den Mikrochip zu checken. Also die Landgrenzen waren immer eigentlich eher lustig und die haben sich irgendwie bei Luke gefreut oder wollten nichts von ihm wissen. Und von daher war das immer sehr entspannt, aber Fliegen, erzählt uns gerne, was ihr für Erfahrungen gemacht habt, wenn ihr mit einem Hund geflogen seid. Ich bin da super gespannt, was es da für Geschichten gibt. Vielleicht ist eure Geschichte ja ein bisschen entspannter und schöner als die ich gerade erzählt habe.